und die einen begleiten, ohne dass man aktiv interagieren muss. Es handelt sich also um Sensoren, die etwa in Ringe eingebaut sind oder in Kleidung eingelegt wurden. Sie sollen das Stresslevel messen und reagieren, wenn es zu stark ansteigt. Sei das jetzt, dass man zum Beispiel neue Nachrichten nicht mehr anzeigt, nicht mehr an erster Stelle anzeigt oder einfach einen kleinen Reminder, so, noch einmal 5 Minuten Pause, durchatmen, hör ein bisschen gute Musik und dann geht alles wieder gleich dann. Eine Pause haben die Studierenden noch länger nicht. Sie müssen noch weiter an ihren Ideen feilen. Manche Innovationen brauchen wir eine Weile, bis sie sich am Markt bewähren. Zum Beispiel Bioplastik. Schon länger liegt diese Lösung am Tisch. Interesse daran hat man aber erst seit ein paar Jahren. In Neuseeland hat sich eine staatliche Forschungseinrichtung ganz dem Wald als Rohstofflager verschrieben. Holz ist nicht nur ein toller Baustoff, sondern kann auch gut als Rohstoff für Bioplastik verwendet werden, wie Juliane berichtet. Steigende Treibhausgasemissionen, Umweltverschmutzung und Bodendegradierung. Die menschliche Art zu wirtschaften und zu konsumieren setzt dem Planeten immer mehr zu. Es braucht eine neue Art des Wirtschaftens, eine Bioökonomie. Bioeconomy is actually making things out of biomass, which is what we used to do back in the 1800s and 1700s and 1600s. We did a lot of that. And then we discovered petroleum in particular, built up a whole petroleum and chemical industry. Elspeth McRae ist Wissenschafts- und Innovationsmanagerin bei Scion, einer staatlichen Forschungseinrichtung in Neuseeland. Das Erdöl hat der Menschheit einst Freiheiten gebracht. Nun gefährdet es aber unsere Sicherheit. Es gilt zurückzukehren, zurück zu nachwachsenden Rohstoffen. And now we're really having to go back to the future again, to the past. And to do that, we're just using all of our new technologies we learned on petroleum, plus more, and applying them to biology again. Bereits vor mehr als 10 Jahren hat die Forschungseinrichtung begonnen, Bioplastik herzustellen. Das Interesse daran war damals noch gering, erzählt die Forscherin. Erst vor ein paar Jahren sei die Öffentlichkeit auf das Potenzial dieses Bioplastiks aufmerksam geworden. Only in the last 2 years are people going, ooh, you could do that. Ooh, we could do that in New Zealand. Because at the moment, we import all of our plastic. Bioplastik habe sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, sagt Elspeth McRae. Die erste Generation von Bioplastik wurde aus Polymilchsäuren gewonnen. Um zu zerfallen, braucht diese Art von Bioplastik 60 Grad Celsius. Eine Temperatur, die man nicht im Hauskompost, sondern nur in industriellen Kompostieranlagen erreicht. And that's the first one that people know about, which is polylactic acid, PLA, which is the one that they call from cornstarch, where they manufacture and synthesize the polymer, but it needs industrial composting, 60 degrees C, to be able to degrade properly. Die neuen Arten von Bioplastik seien viel leichter abbaubar. Zum Beispiel gäbe es eine Art, die auf einem natürlichen Biopolyester basiert, sagt Elspeth McRae. Believe me, it's been a long journey. And if you're going into automotive, then they need to test and test and test and test for safety and various other things, as you can imagine. Elspeth McRae ist überzeugt, dass Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft keine Zukunftsvisionen sind, sondern wir bereits heute die Techniken und Technologien haben, diese umzusetzen. Was allerdings noch fehlt, ist der politische Wille. The government putting the incentives and the regulations, because all over the world regulations are way behind the technology and innovation, way behind. Die politischen Vorgaben und Regulierungen würden den technischen Möglichkeiten hinterherhinken, meint die Wissenschaftlerin. In den USA zum Beispiel müssten staatliche Einrichtungen biobasierte Produkte gegenüber erdölbasierten bevorzugen. Also den biologischen Kleber nehmen, Teppiche aus nachwachsenden Rohstoffen kaufen oder biologisch abbaubare Reinigungsprodukte verwenden. So there's a stick and there's a carrot. Governments have to do both to get change. Für den Wandel brauche es Zuckerbrot und Peitsche, sagt Elspeth McRae. Beim 24-stündigen TU-Innovationsmarathon reichte Zuckerbrot aus, um die Studierenden bei Laune zu halten. Sehr, sehr anstrengend, aber auch sehr, sehr interessant. Resümiert Alexander, Student aus Innsbruck. Eigentlich habe ich mir gedacht, innerhalb von wenigen Stunden werden wir eine Idee haben, die wir dann entwickeln werden und dann eben einen Pfad weiter folgen. Kam komplett anders. Ab Stunde 14 oder so hatten wir langsam ein paar Ideen, auf die wir näher eingehen wollten. Also der ganze Ideenfindungsprozess hat sich total nach hinten verschoben. Aber die Coaches haben uns da schon darauf vorbereitet und haben schon gesagt,
dass das eher später kommen wird. Müdigkeit ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern keine anzusehen, obwohl sie noch bis in die frühen Morgenstunden die Prototypen für ihre Präsentationen vorbereitet haben. Einerseits ist das schwierig, andererseits ist das Arbeiten an den Prototypen dann auch etwas, was wieder mobilisiert und dann auch die letzten Kräfte noch hervorkitzelt, sage ich mal. Mario Fallast von der TU Graz leitet das Organisationsteam des Innovationsmarathons. Er selbst zeigt sich zufrieden mit den bald abgelaufenen 24 Stunden. Müde, die Augen sind ein bisschen kleiner, aber ich glaube, die Ergebnisse zeigen, dass es das wert war, aufzubleiben. Das Ideensammeln geht zu Ende und auch wir, Juliane Nagiller Und Julia Gindl, verabschieden uns von den diesjährigen Einbacher Technologiegesprächen, die das Austrian Institute of Technology und Österreich 1 veranstaltet haben. 3, 2, 1. So ist das jetzt das Ende. Adieu!